Hallo Kunstfreunde, die Anne Pross von Anne Pross Kunst ist hier. Heute arbeite ich mit Metall und zwar mit schönem glänzenden Kupfermetall. Das ist eine Folie, da ziehe ich einfach den rückwärtigen Streifen ab, auf dem diese Kupferfolie aufgebracht ist. Jetzt seht ihr, dass sich das rein schon durch das Anfassen ein wenig zerknittert, aber das macht nichts. Das ist ein cooler Effekt. Und diese Kupferfolie, die klebe ich jetzt mit der Klebeseite auf ein Stück Aquarellpapier auf. Das ist wunderbar, lässt sich gut aufkleben und man kann diese Knicke und Strukturen dann gleich nutzen. Teilweise ist es glatt geblieben und teilweise sind da die schönen Strukturen drin. Einfach gut aufstreichen mit den Fingern und das mache ich jetzt mit verschiedenen Stücken dieser Folie. Ich gehe sogar her und knicke das absichtlich und überlege mir natürlich vorher, wie möchte ich das aufkleben, denn eine Änderung ist dann nicht mehr möglich, sobald das hier haftet. Wie ihr seht, auch das klappt wunderbar. Und noch das dritte Stück auf das Blatt aufkleben. Mit den Fingern drüber streichen und schon haftet es auf dem Aquarellpapier. Nun kommt die Acrylfarbe ins Spiel. Ein wenig schwarze Acrylfarbe, die ich direkt aus der Tube auf eine Plastikspachtel aufgetragen habe. Ich lege sie vorne an die Kante mit einem Pinsel. Die Farbe wird mit der biegsamen Spachtel auf das Blatt aufgetragen. Es ist ein sehr schöner Kontrast zwischen dem glänzenden Kupfer, das einen warmen Braunton hat, Goldton, und hier das Schwarz in starkem Kontrast dazu steht. Mit einer Metallspachtel kann ich jetzt in die schwarze Acrylfarbe noch hineinkratzen und kann auch diese Knicke von dem Kupfer
etwas hervorheben, indem ich da die Farbe ein bisschen wegkratze und dadurch diese Erhebungen der Knicke hervortreten und kann auch noch weitere Linien hineinkratzen. Es ist ja auch ein Gegensatz zwischen der matten Acrylfarbe und dem glänzenden Kupfer zu sehen. Ähnliches mache ich jetzt mit dem Holzstäbchen. Das ist ein bisschen breiter. Eine grüne Metallic Acrylfarbe würde jetzt sehr gut dazu passen, habe ich mir überlegt. Mit einem Borstenpinsel und dieser grünen Acrylfarbe male ich jetzt auf dieses Blatt. Mit der Malerei entkräfte ich jetzt diese sehr harte Kante von der Kupferfolie.
Diese grüne Farbe wirkt wie eine organische Struktur, die sich da entlang zieht und ist ein guter Kontrast zu dem Metall. Ich danke euch fürs Zuschauen. Seht her, wie schön das wirkt, dieses glänzende Kupfer. Das ist einfach herrlich anzuschauen. Und gleich werdet ihr sehen, wie es an der Wand wirkt. Bis zum nächsten Mal.